Lecker. Ein Chicken Ham Sandwich. Ja, Leute, North Dakotas einzige Achterbahn gefahren. Eine Beleidigung für all unsere Augen. Und jetzt beleidige ich eure Augen mit diesen Aufnahmen aus dieser Geisterbahn. Jo, alles klar. Digga. Jo, ey. The wildest tour in the wilderness. Celebrating USA's semi-quincentennial. Okay, und das ist jetzt ein Haus? All right, folks, you all have fun with the new vlog. So, Peoples, let's go. Wir sind wieder in den USA unterwegs und geben jetzt den Schlüssel vorne ab. Wie wir schon gesagt haben, Hotel, Motel, immer mit Überdachung vorne, aber hier ist einfach nur Key Drop. Was ist mit Tanken? $4,09 die Gallone. Aber wir sind unterhalb und wir fahren viel. Also fangen wir damit mal an heute. Beim Frontier Travel Center. Ich weiß auch nicht, was ist jetzt für uns und was ist für Trucks. Ja. Weil es passt auch alles überall rein und durch. Ne? Die haben auf jeden Fall 87. Gut, dann machen wir das. Was haben wir denn hier? Aha. Wer hat sich denn da was gekauft? Bei dem Wind fliegt einem alles ins Auge hier. Das ist also mir immer. Ja, wir sind jetzt noch mal bei dem Supermarkt, wo wir gestern waren. Und der hat ja eine heiße Theke, die war jetzt aber noch leer. Und gestern gab es da Süppchen hier. Machst dir selber voll. Gestern war aber irgendwie so tomatenmäßig, aber es roch wie die Marinada hier. Und das ist einfach, wenn du Miracoli pur das Konzentrat hier reindübeln würdest. So riecht das und so schmeckt das manchmal auch. Aber jetzt haben wir hier irgendwie so ein Chili. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Das ist zu hoch und zu windanfällig da oben. Glühend heiß. Ey. Lieber deine Kiste weg. Deine Grika. Lecker. Scharf? Nee. So eine Mischung aus Gulaschsuppe und Chili. Lecker. Ich habe mir noch zur Sicherheit so ein Chicken Ham Sandwich. Das ist auch nicht viel. Ist ja nur, Ham Cheese. Chicken Ham. Schinken mit Schinken. Mama, Schüssel. Genau. Eiswürfel mussten wir kaufen, weil unser Motel hatte keine Eismaschine. Und wollen aber trotzdem sicher gehen, dass wir All-Time Cold Drinks haben, weil wir wieder super viel unterwegs sind heute und viel fahren. Wir sind jetzt gerade noch in North Dakota und ich glaube, wir wechseln heute schon wieder den Bundesstaat. Kann das sein? Wir wechseln heute nicht den Bundesstaat und fahren so viel und das ist kein großer Bundesstaat. Ja, heilige Mutter Gottes. Und Uschi erzählt euch jetzt, was sie sich geholt hat. Ich habe mir Potato Salad geholt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich hätte lieber so eine andere Salad Bowl gehabt, aber die war voll groß und hat irgendwie über $10 gekostet. Das habe ich jetzt irgendwie nicht eingesehen. Wo ist denn mein Essen? Da. So, ich zeige euch das hier im Auto. Gottverdammt. So. Es ist heute auch etwas windig und etwas kühl. Deswegen haben wir beide etwas mehr an. Hier ist übrigens das Sandwich von Bro. Und ich habe hier einfach so ein Potato Salad. So ein bisschen wie wir den beim Grillen hatten, denke ich mal. Also der sieht so ähnlich aus. Ich hoffe, der schmeckt auch so. Den gab es jetzt für $2,70. Also das ist jetzt okay, da ist nämlich auch richtig viel drin. Wie viel haben wir denn da? 0,56 LB. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das war wohl nichts mit meinem Sandwich.
Das war nämlich, Uschi so, warum ist das grün? Ich so, was ist denn da grün? Ja, da wo dein Finger drauf ist. Darunter ein grüner Punkt und an der Seite auch ein großer grüner Punkt. Das sah sehr schimmelig aus, obwohl das eigentlich echt nicht schimmeln kann, das Zeug. So, das Megafon dröhnt hier mit der Musik über den Parkplatz. Ich habe zum Glück noch ein bisschen, also wir haben das gerade zurückgebracht, Uschi hat das zurückgebracht und willst ein neues oder Geld zurück? Ja, bitte Geld zurück. Ich nehme aus dem Stapel von diesem Zeug noch nicht ein neues. Das ist doch total unlogisch. Also, Vor allem auf der Appetit auf sowas ist ja dann auch. Ja. Ich bin kein großer Fan von Beef Jerky, aber ich muss sagen, dass ich dieses mit Pfeffer schon sehr nice finde. Und ich bin froh, dass ich kein großer Fan von Beef Jerky bin, weil das ist halt wirklich unfassbar unsäglich teuer, habe ich das Gefühl. Wir fahren ja jetzt zum Super Slide Amusement Park. Der ist zwar auch in North Dakota, so wie wir gerade in North Dakota sind, aber liegt in einer anderen Zeitzone. Das passiert auf so Touren gerne häufiger mal, wenn man so viel unterwegs ist, so weite Strecken hat. Das muss man auch beachten. Mal ist man eine Stunde zu früh da, was meistens gar nicht so schlecht ist. Aber wie jetzt kommt man eine Stunde später an, als man losfährt. Das kann schlecht sein, wenn man das nicht bedenkt. Dann fehlt die Stunde am Ende. Das wäre, glaube ich, manchmal blöd. Fahren wir mal. 2,5 Stunden haben wir zu düsen. Die haben auch einen Kran dabei, um Sachen aus dem Weg zu räumen. Ist das blöd? Aber mit allem dran, mit Regenrinne dran. Oh, America. Digga. Jo, ey. Zweieinhalb Stunden durch North Dakota gefahren zu North Dakotas einziger Achterbahn. Damit werben sie auch. Die steht da vorne. Ich habe sie, glaube ich, auch schon rumpeln gehört. Hier ist ein kleiner Park, Fun Slide City, oder wie war das? Super Slide Amusement Park. Da steht es auch. Ich dachte, das wäre Eiswerbung. Weiß ich auch nicht, wie ich darauf komme. Die Super Slide sieht aber auch cool aus. Das Ganze ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein Free Admission Park. Also man bezahlt keinen Eintritt, sondern einzelne Attraktionen. Was ein sehr, sehr großer Vorteil für uns ist. Ja, hier sieht man ja schon eine Go-Kart-Bahn, eine kleine, ein paar Basketballkörbe. Hier kann man Wasserbomben aufeinander schießen. Hier sind auch die Reste davon. Geht wohl ein bisschen was daneben, aber da sieht es ja noch viel wilder aus. Und dann haben wir hier noch eine Eisenbahn, Hüpfburg, kleine Karussells. Das ist ja ganz süß hier. Der Super Slide, voll cool, sieht aus wie eine Holzachterbahn. Das große rote Gebilde da hinten. Hier ist noch ein Riesenrad und ein offenes Türchen. Und hier ist eine Ticket-Booth, die noch geschlossen ist. Aber ich glaube, weil wir auch noch zu früh sind. Aber hier gibt's Essen, oder? Ach so, das ist Essen. Ja. Ja, okay, dann gibt es die vielleicht doch da drin, die Tickets. Eigentlich haben die auch noch nicht auf. Die Ecke ist neu gemacht, der muss jetzt trocknen. By the way ist die Achterbahn von Wisdom Rides, der Runaway Train. Und schauen wir mal, wann es jetzt gleich losgeht und ob wir dann und wie wir dann das schöne Ding fahren werden. Ist das AA?
Ja, Leute, North Dakotas einzige Achterbahn gefahren. Ja, rumpliger Lift, aber die Fahrt ist ganz witzig. Vor allem, der wird ja richtig schnell, wenn der dann hier runterspiralisiert da vorne. Die bauen ja auch gerade noch was Neues. Haben auch irgendwie hier Magic Bike, was nicht von Zamperla ist. Dann die Slides, Minigolf. Ein kleiner, süßer Park hier auf jeden Fall. Der macht mittags auf im Sommer und hat auch bis spät abends auf. Kostet, wie gesagt, keinen Eintritt und waren jetzt 3 Tickets pro Person pro Fahrt. Das ist ja auch gestaffelt. Es gibt auch Pakete und so. Und ein Ticket kostet $1, also was jetzt $3 pro Person und Fahrt auf dem Runaway Train, Wisdom Rides und North Dakotas one and only Rollercoaster. Dort habe ich gerade gesagt, wie lange wir jetzt fahren? 2 Stunden? Okay, dann fahren wir jetzt 2 Stunden wieder Auto. Wir kennen das ja schon. Und diesmal bleiben wir auch noch in North Dakota. Aber, Obacht, es gibt jetzt Achterbahn zu fahren und wir sind doch gerade eigentlich die einzige Achterbahn von North Dakota gefahren. Wir fahren zu einer State Fair. Das ist quasi eine Kirmes. Und da sind mobile Bahnen. Ich weiß nicht, ob das ein North Dakotischer Schausteller ist. Aber das sind halt keine festen Bahnen. Deswegen ist das wirklich die einzige Bahn von North Dakota. Gut, bin gespannt. State Fair, auch immer wild. Kostet Eintritt und dann zahlt man auch nochmal für die Fahrten. Und es könnte wieder voll und wild werden. Wir haben das ja im Laufe dieser Tour gesehen. Jetzt aber zeitlich mit eingeplant. Und auch nicht die einzige State Fair, die wir noch machen werden. Und vielleicht lernt irgendwann jemand gerade rückwärts hier zu parken. Vorwärts ist es noch schiefer, das kann ich euch schon mal versprechen. Schön hier, großer Park und so, nett. Two-lane road, dashboard glow, salt wind pushing the radio low, raised on running late, missing the turn till it's all out of frame. White lines bend, don't break. Foot off the gas, let the engine wait. I was sure I missed it all this time. It's not too late. I'm still on time. I showed up bruised. I'm still in line. On my own terms. Train, 2 lights low, new single live on Spotify, watching numbers rearrange till everyone acts strange. I jump and change like 2 Bed-Stuy, let the city wait. I was sure I missed it. Freunde der Sonne, nach 2 Stunden sind wir angekommen und sind jetzt in Minot, oder wie heißt das hier? Minot? Irgendwie so. Es ist auf jeden Fall State Fair Time und Parksituation etwas angespannt, aber wir haben noch was hier am Straßenrand bekommen, gar nicht so weit zum Laufen. Und gegenüber gibt es Parkplätze von privaten Anbietern für $20. Ja, wenn man jetzt ein paar Meter mehr läuft, for free ist das, glaube ich, ganz okay. Und wo man nicht stehen darf, das ist ziemlich eindeutig geregelt hier mit den Schildern, die, glaube ich, auch nur temporär hier stehen, wenn ich mir das so angucke. Die sind einfach jetzt hier in den Boden gezimmert und da hinten war auch ein riesen Gelände, wo wir lang gefahren sind, die alles abgesperrt hatten. Da ist noch ein Walkway. Genau, der fängt gerade hier erst an. Dass es überhaupt welche gibt, ist spannend. Ja, also was wir schon gesehen haben, ist auf jeden Fall viel Karneval, also viel Fahrgeschäfte, kirmesmäßig. Mit Achterbahnen. Das ist ja auch der Plan, warum wir hier sind. Ja, jetzt wird hier frei, ne? Naja, ein bisschen aus wie Kerni aus dem Wunderland Kalka.
Peoples, wir haben uns ein bisschen orientiert, sind einmal rumgelaufen, weil man kann für $45 war das, glaube ich, 42 Dollar sich ein Wristband holen, wo man alles die ganze Zeit fahren kann. Kann auch Sachen einzeln machen und das hat uns jetzt gesamt für beide zusammen $40 gekostet. Und wir werden 3 Achterbahnen fahren und eine Geisterbahn. Eine Achterbahn sind wir gerade schon gefahren. Das ist nämlich hier die Kid Zone und dann gibt es hier verschiedenste Karussells und ja, wie man es so aus den USA kennt, das Übliche. Werden wir auch gleich dann mal bei den großen Sachen, glaube ich, auch in ein paar Impressionen euch zusammenpacken. Weil von der Schiffsschaukel über den Tilt-A-Whirl ist alles dabei, was man sich vorstellen kann und auch nicht. Und absolute Standardsachen. Deswegen brauche ich, glaube ich, nicht alle separat einzeln erzählen. Und wir brauchen 18 Credits für diese 4 Sachen, die wir machen. Und das kostet dann insgesamt $20. Ist so ein Package, was sie haben. Damit spart man ein bisschen und das kommt zum Glück genau hin bei uns. Hier ist auch alles von einem Schausteller, AMP, ja, AMP, Amusement, irgendwas. Amusement Midway Provider. Also am Rande des Weges Vergnügungsanbieter, ganz platt übersetzt. So crazy, ja, wie es für eine State Fair sich gehört, gibt es hier auch Konzerte, aber 2 große Acts sind auf jeden Fall schon ausverkauft. Es gibt unendlich viele Mülltonnen, das finde ich crazy. Und Konzert gibt es natürlich auch in der großen Arena, aber auch in einer kleinen, beziehungsweise auf einer kleinen Bühne. Und ich glaube, da hinten ist auch noch, muss man nachher mal gucken, so mit Pferde und so ein Kram. Tickets oder auch Wristbands, Credits sind auch auf dem Armband. Gibt es an verschiedenen so Häuschen, die haben dann Automaten. Und da gibt es dann die Möglichkeit, das bar oder mit Karte zu bezahlen und dann Credits auszuwählen oder alle Tickets auszuwählen. Und wurden auch kompetent beraten von der Mitarbeiterin direkt. Und es standen nicht überall die Tickets dran, die man braucht für einen Ride. Und deswegen haben wir sie gefragt und das hat sie auf dem Schirm gehabt. Also die kleinen Sachen 4, mittlere Sachen 5 und große Sachen 6. Der Wurm ist auch eine kleine Sache mit 4 Tickets. Die Geisterbahn auch. Nur der große Coaster, der gleich kommt, der ist 5. Und ja, Wacky Worm ist das ist der erste Wacky Worm der Tour, ne? Ja, dann wird es mal Zeit. Die Warteschlange ist gerade zum Glück ein bisschen abgearbeitet. Nämlich gerade eben standen da ganz schön viele Leute an. Und jetzt fahren wir erstmal Wacky Worm. Und wenn wir den gefahren sind, fahren wir eine Fabri Drehmaus. Und wenn wir das gemacht haben, sprechen wir uns wieder. Ist aber auch wieder auf ganz sicher gebaut, ne? Also das Ja, aber überall musst du Waiver unterschreiben, ne? Ja, überall unterschreibst du bei einem Alpine Coaster irgendwelche Verzichtserklärungen und hier kannst du dir wieder den Kopf abmähen lassen. In den USA, ja, für State Fair, dass ich das noch erleben darf.
Die schrauben dann noch irgendwo dran rum. Ja Leute, wir sind jetzt alle 3 Achterbahnen gefahren, haben die auch bei Coaster Count erstmal eingetragen, weil die nämlich gar nicht, also die Bahn gibt es, aber die Kirmes ist gar nicht als Veranstaltung eingetragen mit diesen Bahnen. Also zurückgemeldet und wir werden dann jetzt die Geisterbahn noch fahren. Dafür haben wir uns auf das Band auch noch Credits gebucht und das machen wir jetzt. Und ansonsten seht ihr, bis es soweit ist, Aufnahmen der Kirmes von den ganzen Flatrides, die es hier noch gibt, in einem kleinen Zusammenschnitt. Nichts Großes, nichts Spektakuläres, aber eine kleine Übersicht, was hier so steht und was man hier so fahren kann. Mi corazón no para de saltar. El mundo es gigante y yo quiero conocerlo con mi sonrisa por delante. Las bendiciones lloverán del cielo. Brilla, brilla, brilla como el sol. Canta, canta, canta con amor. Pinta, pinta de color. Wow. Si tu energía contagia, eres magia, eres vida para la vida. Si juegas conmigo, eres mi amigo. Por eso y más yo siempre estaré contigo. El mundo es gigante y yo quiero conocerlo con mi sonrisa por delante. Las bendiciones lloverán del cielo. Brilla, brilla, brilla como el sol. Canta, canta, canta con amor. Pinta, pinta de color. Pinta tu carita de color. Brilla, brilla, brilla como el sol. Canta, canta, canta con amor. Pinta, pinta de color. Pinta, pinta, pinta de colores. Amigos, es un placer haber compartido esta aventura con ustedes. Recuerden hacerle caso a sus padres y ser muy felices. Bling, bling. El pequeño fan. Niños, prepárense para conectar con la naturaleza y para alegrar sus corazones. Bling, bling. El pequeño Fari. Ja, das war mal wirklich unterwältigend. Ich habe ja nichts erwartet, aber das war wirklich, wirklich schlecht. Und mir fallen jetzt die Ohren ab wegen den ganzen Riot-Kids, die da drin einfach nur rumkreischen und schreien, weil halt witzig und auch nicht aufhören. Und der Tag hell, nichts funktioniert, kein Sound, gar nichts. Also es gab Sounds, aber die wurden ja übertönt von den Kids. Und ja, wenn sich was bewegt hat, dann nicht so wirklich mit einem langsamen Strom und alles. Also, weißt du, guckt euch das einfach einmal an, wie elendig. Also das ist ja nicht so schlecht, dass es witzig ist, sondern es ist einfach nur eine Beleidigung für all unsere Augen. Und jetzt beleidige ich eure Augen mit diesen Aufnahmen aus dieser Geisterbahn von der Haunted Mansion. Das sind keine Soundeffekte. Alter, ey.
zurück und dann noch was zu lachen. Ist das ulkig, ist das gagelig? Da gehört eigentlich Wasser rein. Aber dann ist das Wasser wahrscheinlich überall. Aber auch so ist das jetzt kein toller Effekt. Das läuft ja nicht rund. Ah, diese Drecksocken immer. Alle mit den Sandalen und den Drecksocken. Alle Mädels laufen hier so rum. Dass sich die Amerikaner überhaupt noch vermehren können, ist ein Wunder. Das ist ja so abtörend. Sieht immer aus wie im Krankenhaus draußen mit dem Rauchen, aber dabei in der Werkstatt geschraubt oder was. Das war kurz mein Socken- und Latschen-Hate. Wenn ihr dafür seid, das so zu tragen, könnt ihr mich jetzt gerne beschimpfen. Ja, essen wollen wir ja eigentlich auch noch was. Und wir müssen, glaube ich, doch noch mal da hinten lang gehen. Da ist noch ein Propeller. Aber ja, hier ist halt auch so ein riesiger Food Court, logischerweise. Hat auch noch ganz viele Sitzplätze. Aber das ist alles entweder, also erstmal ist das halt alles dieser Kirmeskram in amerikanisch schlecht und in viel teurer als sonst überall. Deswegen nehmen wir davon Abstand und fahren gleich irgendwie. Sind wir auch 2 bei Calvas vielleicht mal. So haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht, ne? Ja. Ja. War das letzte Tour nicht, ne? Doch, bestimmt. Ja, aber einmal pro Tour Minimum muss das sein. Das ist auch gar nicht verkleidet. Die laufen bestimmt immer so rum. Das ist kein Spieß. Ja, hier. Gyros. Geil. Geiler Becher. Becher. Ja, und hier in dem Stadium ist auf jeden Fall noch das Konzert. Da ist, glaube ich, auch die Werbung für wer hier alles auftritt. Ist aber auch alles sold out. Ja, aber das sind Sonnenbrillen. Ja, das verstehe ich. So, Sonnenbrillen gibt es hier bei Stickers. Dann gibt es Cowboyhüte und Kuhhäute und weiß ich nicht, was noch mehr Cowboyhüte. Peoples. Das gehört auch alles dazu. Und da hinten sind, glaube ich, auch Gatter, wo die ihre Pferdchen oder weiß ich nicht was aufstellen. Vielleicht kommen wir da auch noch rum. Das ist die Uschi. Das ist ein Wohnwagen. Also das ist der Anfang von Wohnwagen, der geht nämlich bis da. Der Keller vom Wohnwagen ist ja schon größer als unsere Wohnung. Bruder. Jo, alles klar. Das ist ein Wohnwagen. Das ist eine Wohnung. Digga. Geil. Jo. Es braucht dann auch so Kamindinge und so, ne? Logisch. Boah. Klar. Kann da oben sogar noch jemand schlafen und hier ist ein, ach so, hier ist ein Waschbecken und ein Klo. Sicher. Da ist hier ein Klo drin. Erzähl mir doch keinen. Der kommt jetzt dann wieder zurückgefahren, ne? Ja. Gut. Geil. Alles klar. Guck mal, der Kühlschrank, wie gigantisch der ist. Also so eine Küche habe ich zu Hause nicht. Ja, doch, jetzt schon. Aber auch hier mit der Mittelkonsole, weißt du? Also. Hier so ein Bad habe ich nicht. Was? Warum muss die Dusche so groß sein? Weil das cool ist. Ja, ja, schon klar. Also, wir haben einen Wohnwagen, 2 Klo. Alles klar, ey. Natürlich alles voll klimatisiert, überall Steckdosen und ähnliches. So eine Steckdose in der Decke wird uns nichts bringen, weil unsere Adapter alle da rausfallen. Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Andererseits, für so einen Sattelauflieger an Wohnwagen ist das wieder nicht so viel, ne? Ja. Vielleicht sehe ich das auch gerade komplett falsch. Ich glaube schon, geh mal in den kleinen rein. Ja, hier gegenüber ist so ein kleiner, oder? Der ist nicht klein. Ja. Nicht klein. Ja, aber guck mal, der hat keine Sattelplatte. Der ist auch kürzer als der hier, oder? Oder ist das der gleiche?
Das ist auch der Igel. Komm. So hier im Mittel. Hier, der Kühlschrank ist sogar draußen. Dusche, Klo und Waschbecken. Ja, fein. Kleinerer Fernseher, kleineres Dingens, Kühlschrank. Aber nochmal ein Kühlschrank. Die Sessel zum Chillen, die Ecke. Das wirkt jetzt größer, weil die Mittelinsel nicht da ist. Aber andererseits ist auch hier schon wieder vorbei, ne? Ja. Ah, okay, verstehe. Aber jetzt müssen wir noch einen richtig kleinen finden. Also das ist ja für mich jetzt ein kleiner, aber noch einen kleinen für Uschi. Okay, ein Achs. Der hat nur eine Achse. Auch trotzdem natürlich Erker zum Rausschieben. So, kleiner würzen sich. Ich finde ja sowas total geil. Also hinten der weiße. Finde ich ja komplett verschärft, ey. Boot holt mich gar nicht so ab. Der ist zu. Die sind alle zu. Schade. Ja, die sind leider alle zu. Ich möchte mir jetzt keinen Mitarbeiter holen, der mir das dann verkaufen möchte. Markise aber auch dran, als ob die anderen das nicht haben. Aber das ist, guck mal hier, also das, was man der von außen, der Große gerade, das ist ja komplett absurd. Okay, ich habe noch was Kleines gefunden, Leute. Also kleiner geht's hier, glaube ich, nicht. Und, traue ich mich nicht mal reinzugehen. Bett, aber auch geile Couch. Aber dann guckst du Kühlschrank oder Mikrowelle, wenn du hier sitzt. Küche und das Bad. Aber es ist auch ein Klo dabei. Das ist schon mal gut. Aber das ist das Kleinste jetzt hier. Sehr minimalistisch, aber Klima ist drin. Crazy. Okay, und das ist jetzt ein Haus. Keine Sattelplatte, schon mal ein bisschen enttäuschend. Aber Terrasse. Wir haben hier eine Terrasse bei einem Wohnwagen. Klar. Voll die Sitzecke. Hier wieder so ein elektrischer Kamin. Die Küche, Alter, wie hoch die Decken sind. Was ist denn mit euch? Jo. Also, ich bin ja kein Camper, ne? Aber das ist, glaube ich, schon ziemlich wild hier. Ach so, klar. Ist hier noch ein großes Schlafzimmer mit allem drum und dran, aber es gibt noch eine Etage drüber. Nochmal so viel Platz und so ein Kaminding. Und hier ist noch mehr Platz. Krass. Kannst du auch, glaube ich, mehr einstellen, als du jemals erfahren wirst. Zweite Terrasse, klar. Wohnwagen braucht zwei Terrassen. Bruder, das ist ja so absurd. Und wenn du dann mit 2 Achsen nur fährst, das Ding voll aus mit dem ganzen Krempel. Du hast ja auch noch Markisen da dran. Ja, das dürftest du bei uns halt nie im Leben ziehen. Das ist auch besser so, weil es viel zu schwer ist. Das ist mal ein ganz kleiner Motor. Ich seh mit euch. Ah, ja. Wir sind eben an einem crazy Tagebau vorbeigefahren. Den hat Uschi euch nicht gefilmt. Und das ist hier scheinbar von denen die Ausstellung. Und das ist wohl ein Motor, der in so einem Bagger läuft. Dann geht's ja wieder. Da finde ich die Kette krasser. Wie kannst du die anziehen? Ja, die hänge ich mir um den Hals. Ja, das ist irgendwie Equipment von denen. Aber hier geht's jetzt auch wieder ab. So, die Schweiz ist auch hier und stellt die erste Hilfe. Sehr nett, vielen Dank. Und natürlich nochmal ein Feuerwehrwagen für die Blaulicht-Fans und Uschi, die wieder durchs Bild läuft, wie immer. Aber das ist ja auch crazy hier mit der Spritze vorne dran, du. Weißt du, die steigen noch nicht mal aus zum Feuerlöschen. Das ist ja cool. F550 Super Duty, geil. Richtig, richtig cool.
Wir sind jetzt keine 10 Minuten von unserem Parkplatz aus weitergefahren und wir sind bei Culver's. Culver's ist auch so eine Fastfood-Burger-Kette in den USA, die wir letztes Jahr das erste Mal entdeckt haben und die sich aber irgendwie gefühlt auch seitdem voll ausgebreitet haben oder man nimmt sie erst wahr, aber das hätte man eigentlich vorher auch schon mal gesehen. Und die haben richtig gute Burger. Die sind eigentlich spezialisiert auf Seafood, aber das ist auch eine sehr überschaubare Karte, was sie da anbieten, weil das, glaube ich, nicht so läuft. Und ja, das Essen kommt gleich und wir sitzen dann jetzt kurz hier essen eben und dann fahren wir 3 Stunden wieder weiter zum Motel. Bleiben wir in North Dakota? Ja, gerade so an der Grenze zu Minnesota. Das sehen wir gleich noch, auf jeden Fall. Aber erfolgreich 3 Achterbahnen und eine Geisterbahn gemacht und auch den Rest so mal ein bisschen gesehen. Wir haben ganz knapp das Schweinerennen verpasst und es gibt auch einen Kuchenwettessbewerb. Wettessbewerb. Man weiß nicht. For you guys. Thank you. You guys enjoy and have a great day. Die Musik kommt übrigens vom Motorrad. Der muss das ja auch so laut machen, weil das knattert ja so laut, aber er trägt zum Glück keinen Helm. Weil er müsste es noch lauter machen. Tragt einen Helm, egal wann am besten. Und ja, wir essen jetzt. Fertig. Das sieht crazy aus wieder. Was ist jetzt schon wieder los hier? Lecker. Man kann sich bei Culver's einfach so einen Mixers bestellen. Das ist dann quasi entweder Vanille- oder Schoko-Softeis mit allen möglichen Geschmacken, Zeugs, was du da rein mixen kannst. Und ich habe jetzt mit Raspberries und Salted Caramel und Cheesecake-Stückchen. Lecker! No Pets. Danke für nix. Also super witzig, nach Culver's ging es ja direkt wieder auf den Highway 2 und der denkt sich einfach so, wir fahren jetzt 200 Meilen, also die 3 Stunden, einfach nur geradeaus. Also von Culver's 3 Stunden eine Strecke zu unserem nächsten Motel. Es gibt ein paar Kurven da drin, der Part, den ich gefahren bin, hatte keine, jetzt sind ein paar mehr und wir fahren durch, ja, jetzt gibt es auch mal Felder, die, glaube ich, bewirtschaftet werden, was ja die ganze Zeit irgendwo und nirgendwo nicht der Fall war, weil da ist einfach nur Platz und nix. Und sind überall Vögel am Rand, die die ganze Zeit, wenn man dann kommt, weil auch nicht so viele Fahrzeuge unterwegs sind, also das ist echt viel hier. So, dass wir es erwähnenswert finden, dass das gerade der Fall ist. Hinter uns geht die Sonne unter, vor uns liegt die nächste Unterkunft und das ist eigentlich auch erstmal alles an dieser Stelle. Mehr passiert hier gerade auch nicht. Deswegen habe ich zwischendurch mal, weißt du was, gute Nacht. Bin ich ja fein mit, dass Parkplätze für Leute mit Einschränkungen ein bisschen mehr Platz brauchen. Aber so viel Platz? Was soll da rauskommen? Also es ist ja, was da rauskommt, ist ja größer als das Fahrzeug selbst.
Krass. Und jetzt ist man nicht an den Lingeln. Wir sind im Zimmer, das habt ihr gerade auch in ein paar Shots gesehen oder seht es jetzt in ein paar Aufnahmen. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen hier kurz erledigen und ansonsten haben wir jetzt 10 von 9 und das heißt, das reicht, also das dauert noch, bis wir Schläfchen machen und wir werden sehr, sehr früh aufstehen. Ich glaube, das könnte auch das früheste Aufstehen dieser Tour werden morgen. Dazu im nächsten Tour-Vlog mehr. Den seht ihr ja auch dann bald wieder. Jeden Tag um 18 Uhr gibt es ja ein neues Video. Und ihr abonniert diesen Kanal, um das zu supporten. Kostet euch nichts, hilft uns aber weiter. Und ich höre auch auf damit, das zu sagen, wenn wir die 100.000 voll haben. Das verspreche ich euch auch. Weil dann ist auch egal, was danach kommt. Ansonsten erfolgreicher, aber irgendwie auch anstrengender Tag. Aber es kann auch einfach dem geschuldet sein, dass die ganzen Tage jetzt anstrengend waren. Morgen wird auf jeden Fall hart. Dann werden die Strecken ja nicht unbedingt viel kürzer, aber dann kommen größere Parks mit größeren Bahnen, dann werden die Strecken noch mal viel länger und dann wird es noch mal komplett wild. Um euch dann ein bisschen up-to-daten und bei Laune zu halten. Aber ich glaube, der State Fair Einblick heute war schon ganz cool und es war nicht die letzte State Fair und es kommen auf jeden Fall noch kleinere und noch größere Bahnen. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder zum neuen Video beim Ride Review YouTube Magazin. Video, Magazin, YouTube-Kanal. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie wir hier heißen.